Hallo meine Freunde. Hola Madridistas. Was war das bitte für ein Tor? Ist Arda Güler komplett wahnsinnig? Ich kann's immer noch nicht glauben. Manchmal schenkt der Fußball dir diese ganz besonderen Momente, wo du als Fan einfach nur glücklich bist, dass du dabei warst, wo du sofort merkst, hör mal, hier passiert gerade etwas, das ist nicht normal. Darüber werde ich mein ganzes Leben noch reden. Ja, Real Madrid gewinnt 4:1 gegen Elche und verkürzt den Abstand auf den FC Barcelona auf einen Punkt. Und über dieses Spiel werden wir noch in Jahren reden, wegen diesem absoluten Traumtor von Arda Güler. Aber es gibt auch noch so viel anderes Positives, über das ich mit euch reden möchte. Also ich sag einfach mal, viel Spaß beim Video. Ja, es ist über 12 Stunden her, aber ich stehe immer noch unter Schock. Mir fehlen die Worte, was ich gestern erlebt habe. Wow, ja, ich würde am liebsten jetzt wahrscheinlich eine Stunde mit euch das Tor in Dauerschleife schauen, aber es gab sehr viele andere positive Aspekte in diesem Spiel. Fangen wir erstmal mit den Daten und Fakten an. Real Madrid gewinnt 4:1 gegen Elche und setzt sich in der Tabelle auf den zweiten Platz, macht ein bisschen Druck auf den FC Barcelona. Die Katalanen spielen heute gegen Sevilla. Und ich glaube, zum ersten Mal haben die tatsächlich auch ein bisschen Druck, denn bei Real Madrid ist irgendetwas passiert. Ich als Fan spüre eine Veränderung. Das ist das erste Mal in den letzten 2 Jahren, wo mir diese Mannschaft das Gefühl vermittelt, es kann etwas ganz Besonderes passieren. Vor einer Woche, 1,5 Wochen, habt ihr mir noch vorgeworfen, du bist zu negativ etc. Aber ich habe die Welt schwarz gesehen. Also nicht die Welt, sondern den Fußball, das Real Madrid-Universum. Und jetzt sehe ich möchte nicht vorweggreifen. Ich kann nichts versprechen. Ich kann nicht sagen, wir gewinnen die Liga, wir gewinnen die Champions League. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass wir keinen Titel gewinnen. Aber da ist wieder Leben in der Mannschaft. Ich habe zum ersten Mal wieder das Gefühl, ich bin beim Beginn von etwas ganz Besonderem. Und bevor ich mich bei den Protagonisten bedanke, möchte ich erst einmal mit euch die Aufstellung teilen, die gestern Arbeloa sich ausgesucht hat. Und es gab einige Rotationen, ich glaube in Hinblick auf das Spiel gegen Manchester City. Arbeloa hat auch in der Pressekonferenz danach nochmal klargemacht, dieses Manchester City rollt über jeden Gegner der Welt weg, wenn du nicht von Anfang an top konzentriert bist, von der ersten Minute. Also ein Arbeloa vermittelt der Mannschaft direkt dieses Gefühl, hier ist noch lange nichts gewonnen. Trotz alledem, ich habe irgendwie ein Selbstvertrauen in diese Mannschaft. Ja, ihr seht die Aufstellung, er hat gespielt mit einem Courtois im Tor, rechts hinten ein Dani Carvajal, die erste Rotation, hinten ein Fran Garcia. Ja. Ich komme gleich auf die Einzelleistung der Spieler, aber so viel kann ich verraten. Fran Garcia hat mich wieder einmal positiv überrascht. Rüdiger und Dienhausen in der Innenverteidigung. Ein Asensio war angeschlagen. Wir wissen nicht, ob er es zum Rückspiel gegen Manchester City schafft. Tchouaméni im Mittelfeld, Camavinga und Thiago Pitarch, Fede Valverde waren das Vierer-Mittelfeld und vorne Vini und Brahim. Das heißt, nicht allzu viele Rotationen, aber ein paar gab es. Trent durfte sich ausruhen, Arda durfte sich ausruhen, hinten links, ein Carreras war noch nicht topfit. Mal schauen, ob er es gegen Manchester City schafft. Ja, und jetzt möchte ich nochmal versuchen zu erklären, was da los ist. Für eine Mannschaft ist es ein Riesenunterschied, wenn du an deinen Trainer glaubst, wenn du an dein Projekt glaubst oder nicht. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl langsam, dass diese Mannschaft einen Plan hat. Vor 2 Wochen, weiß ich noch, habe ich gesagt, unser einziger Plan ist es, gibt Vini Junior irgendwie den Ball und Vini Junior, der nicht mehr so gut drauf ist wie vor 2 Jahren, soll irgendwie an 5 Mann vorbeidribbeln und gucken, ob der eine Torchance generiert. Jeder Spielaufbau von uns
Boah, war stinkend langweilig. Jeder war zu lange am Ball. Die keinen Ball hatten, haben den Ball gar nicht gewollt, zu wenig Bewegung. Wenn die den Ball wollten, wollten die den auf den Fuß. Ja, und ich hatte das Gefühl, wir haben weder einen Plan B noch einen Plan A. Wir haben einfach nur individuellen Fußball gespielt. Das war Anarchie. Gib den Spielern, die gut sind, den Ball und guck mal, was passiert. Aber da gab es kein Kollektiv. Da gab es Einzelspieler. Und jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, wie gesagt, da wächst etwas Besonderes zusammen. Wir haben ein Kollektiv. Wir haben nicht nur die Lösung, gib Vini den Ball. Nein, wir können genauso gut auf einmal über Fede Valverde spielen. Wir können uns von hinten nach vorne kombinieren mit Tempo, mit Spielern, die den Ball haben wollen. Ein Thiago Pitarch, der nicht aufhört zu laufen, Tiefenläufer anbietet. Was macht das mit der Abwehr von Elche? Die müssen mit nach hinten laufen. Auf einmal ist eine Lücke im Mittelfeld. Ein Vini Junior sprintet 20 Meter nach vorne, bleibt stehen, kommt zurück. Ein Fede Valverde ist überall. Also, ja, so viel Bewegung, so viel Leben, so viel Freude im Fußball von Real Madrid, dass du das Gefühl hast, hier wächst etwas ganz, wie gesagt, ich wiederhole mich, hier wächst etwas zusammen. Und ein Álvaro Arbeloa. Leute, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir reden seit Jahren, ich rede seit Jahren auf diesem Kanal, dass Real Madrid die beste Jugendarbeit der Welt hat. Und während ich das gesagt habe, fiel es mir manchmal schwer, euch Argumente zu liefern. Ich konnte euch hier und da mal einen Nico Paz liefern, hier und dann Jacobo Ramon, Spieler, die wirklich aus der Jugend von Madrid kommen und es geschafft haben. Aber wenn du rüber nach Barcelona geguckt hast und gesehen hast, die Spieler aus ihrer La Masia schaffen reihenweise den Sprung in die erste Mannschaft, hattest du als Madrid-Fan manchmal das Gefühl, meine Güte, warum klappt das bei uns nicht? Ja, und Álvaro Arbeloa hat gezeigt, dass das bei uns genauso klappt. Und es ist ein Unterschied, ob du den Jungs aus Real Madrid Castilla vertraust, oder ob du die in der 89. Minute einwechselst, weil das Spiel schon 3-0 steht. Das kann jeder. Das hat ein Ancelotti gemacht. Das hat ein Xabi Alonso gemacht. Und ich möchte keinen Hate auf Xabi Alonso. Aber das haben die Trainer in den letzten Jahren bei Madrid gemacht. Wenn du einen Canterano gesehen hast, Achraf Hakimi etc., wir brauchen uns nicht wundern, Oedegaard, Weltklasse-Spieler, dass sie woanders explodiert sind, brauchen wir uns nicht wundern. Bei Real Madrid wurden die dann eingewechselt 5 Minuten vor Schluss, wenn das Spiel entschieden war. Ein Arbeloa vertraut denen und wie? Gegen Benfica Lissabon im wichtigsten Spiel des Jahres, wo es um seinen Job ging, wechselt er Thiago Pitarch ein. Der Junge durfte eine halbe Stunde spielen. Der hat einen César Palacios eingewechselt. Gestern, wo es in der Liga auch um alles geht. Ich habe gestern in meinem Live-Chat reihenweise gelesen, als es 2-0 für Madrid stand und er die Einwechslungen vorgenommen hat. Wenn das schief geht, verliert Arbeloa seinen Platz. Und in der 64. Minute hatte er schon 6-mal gewechselt. In 64 Minuten. Carlo Ancelotti, um 6-mal zu wechseln, hat er 8 Wochen gebraucht. Und für diejenigen, die sich wundern, wieso hat er 6-mal gewechselt? Was ist hier los? Was habe ich nicht verstanden? Ich hatte zuerst auch eine Schockphase. Ich war gestern 10 Minuten wie paralysiert im Livestream. Zum Livestream komme ich gleich. Was da passiert ist, ihr seid absolut verrückt. Naja, wie dem auch sei, es gab eine Kopfverletzung bei Elche. Und das ist so in der spanischen Liga. Das habe ich selber erst im Laufe des Spieles erfahren. Also ich tue mich nicht hin, als wenn ich jetzt hier allwissend wäre. Aber es ist wohl so, wenn es eine Kopfverletzung bei einer Mannschaft gibt und du aus Grund dieser Kopfverletzung einen auswechselst, darf die andere Mannschaft automatisch auch einen Wechsel mehr machen, damit es nicht unfair ist. Also wahrscheinlich, damit nicht irgendwelche Mannschaften Kopfverletzungen simulieren, so wie ich die Getafes dieser Welt kenne. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid durfte 6-mal wechseln. Real Madrid hat 6-mal gewechselt. Real Madrid war am Ende mit 7 Castilla-Spielern auf dem Platz. Und diese Jungs, Respekt für jeden einzelnen Castilla-Spieler. Diese Jungs bringen Dynamik, bringen Freude. Diese Jungs wissen, dass die vor der Chance ihres Lebens stehen und reißen sich den Arsch auf. Und sowas steckt an. Wenn du natürlich siehst, da ist einer, der um jeden Zentimeter kämpft,
dann kannst du nicht als Mitspieler sagen, ich jogge lieber mal. Nein, dann sprintest du auch. Diese Dynamik in der Mannschaft, alle zusammengeschlossen nach vorne, alle zusammengeschlossen nach hinten. Wie jeder sich für jeden zerreißt. Verliert einer den Ball, ist der andere da. Wird einer ausgedribbelt, ist der andere da. Zu zweit, zu dritt, Gegner werden gedoppelt, gedreifacht. Ja, Real Madrid macht einfach wieder Spaß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gut geschlafen habe. Ja, was ist im Spiel passiert? Jetzt versuchen wir auch mal das Spiel wirklich zu analysieren, nicht nur was drumherum passiert ist oder auf dem Platz. Ja, Real Madrid, seien wir mal ganz ehrlich, die ersten 35 Minuten war es zu wenig, wieder zu langsam, zu lethargisch. Madrid hat natürlich noch im Manchester City-Spiel ein bisschen gehangen. Wenn dann ein Elche kommt, ist es schwer, sich zu motivieren. Trotz alledem war meiner Meinung nach das Spiel keinmal in Gefahr. Ich erinnere mich an keine großartige Torchance von Elche. Ja, und dann, wie das so ist, wenn du wieder dieses Selbstbewusstsein hast, wir gewinnen das Spiel so oder so. Also dieses Gefühl vermittelte mir gestern die Mannschaft. Ein tolles Tor von Antonio Rüdiger, der sich für eine starke Woche belohnt hat. Das muss man auch sagen. Es gab sehr viel Kritik an Antonio Rüdiger. Der hat wieder als Leader gegen Manchester City gestern als Leader vorangegangen, macht ein wirklich schönes Tor, ein Volley. Das war schön mit anzusehen. Ich muss aber inzwischen aufpassen, wenn ich sage schönes Tor, denn was ein schönes Tor ist, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, aber Real Madrid hat nach dem 1:0 auch weitergespielt. Und Fede Valverde ist in der Woche seines Lebens. Fede Valverde möchte wahrscheinlich, dass diese Woche nie endet. Hoffentlich ist es nicht nur die Woche, hoffentlich wird das die Saison seines Lebens. Der rettet uns gegen Celta Vigo in der Nachspielzeit. Der macht gegen Manchester City in 42 Minuten einen Hattrick, wo jedes Tor schöner war als das davor. Ja, und gestern macht er wahrscheinlich das schönste Tor von allen in dieser Woche, obwohl es ist schwer, das dritte gegen City war auch unglaublich. Ja, er macht das 2:0, er steht am 16er, zieht nochmal nach links, nach rechts und schießt den Ball in den Winkel, obwohl der Torwart da steht. Ja, was ist das für ein Tor? 2:0 für Real Madrid. Madrid kommt aus der Halbzeit und spielt weiter, als wenn es 0:0 stehen würde. Ja, und irgendwann denkt sich Álvaro Arbeloa, es steht 2:0, Manchester City wartet, ich wechsle jetzt mal Real Madrid Castilla ein. Die letzte halbe Stunde haben wir Real Madrid Castilla gegen Elche gesehen, mit 2 Spielern aus der ersten Mannschaft. Ja, und dann kam Arda Güler rein und das war lustig mit anzusehen. Der hat nicht auf der 10 gespielt, der hat so eher auf der 6 gespielt, hat den Jungs die Bühne gegeben. Dafür musst du sehr viel Charakter haben, ganz ehrlich, um dich nicht selber beweisen zu wollen. Ich glaube, du musst schon das Gefühl haben, ich lasse die Jungs mal spielen, ich habe schon meinen Status. Ja, und wie die Jungs gespielt haben. Das 3:0, Flanke von Arda Güler, rechts raus auf Yáñez. Ich habe gestern schon gesagt, dieser Junge macht Spaß. Ich habe das auf meinem Twitter-Account, könnt ihr nachlesen, gesagt. Achtet auf Yáñez mit einer wunderbaren Flanke. Dienhausen macht das Tor, macht den Chilgal-Jubel und zeigt auf dem Yáñez. Und zeigt, der Junge hat die Flanke gemacht. Tolle Geste von dem Dienhausen. Ja, und wie soll ich diese Art Kunst, dieses besondere Fußballerlebnis, dieses historische Tor, wie soll ich das mit Worten erklären? Was Arda Güler, ich weiß nicht, was er in der 80. Minute da gemacht hat, der gewinnt den Ball selber, circa 70 Meter vom Tor, rennt 2 Schritte, ich weiß nicht, was das für eine Schusstechnik ist, ich weiß nicht, wie verrückt er ist. Der muss Fußball atmen, der muss Fußball riechen können. Ich kann es nicht verstehen. Wie kannst du in der Situation wissen, wo der Ball ist, wissen, wo der Gegner ist und wissen, wo der Torwart steht? Und wie kannst du dann die Schusstechnik haben aus 68,5 Metern, La Liga-Rekord, Rekord von Real Madrid, wie gesagt, das war etwas Historisches, diesen Ball über den Nachthimmel des Santiago Bernabéus zu schicken? Ich habe gestern mit euch eine Reaktion geschaut, da hieß es, Arda Güler hat aus der Türkei geschossen. Das ist, also wie gesagt, ja, und wenn dieses Tor schon etwas ganz, ganz Besonderes war, wie gesagt, wir werden da in Jahren noch drüber reden, wenn das Tor schon was Besonderes war, ich glaube nicht, dass ich das sage, aber was für mich noch schöner war, noch besonderer, war der Torjubel. Auf dem Platz sind alle zu ihm gelaufen, sogar ein Thibaut Courtois
ist aus dem Tor dahin gelaufen, haben den alle umarmt. Der Junge ist zur Ersatzbank gelaufen und der gesamte Kader ist aufgestanden zu diesem Jungen. Es gab noch einen besonderen Moment zwischen ihm und dem Álvaro Arbeloa. Und das nach den Wochen, dass ich mir hier alles durchlesen musste. Viele Madridistas. Arda muss den Verein verlassen. Arda wird gemobbt. Schau mal, der spielt dem den Ball nicht, der gönnt dem das nicht. Keiner gönnt Arda irgendetwas. Ja, und das habt ihr gestern gesehen, dass das alles Quatsch war. Das Strahlen in den Gesichtern von den Spielern, das kannst du nicht schauspielern. Vor allem sind das keine Schauspieler. Das ist eine Familie. Das ist eine Familie, was ich da gesehen habe. Wie sich alle mit diesem Jungen gefreut haben. Ja, ich werde emotional, ich merke das schon. Toller Moment für den Madridismo. Und das ist ein Vorher und Nachher. Dieses Real Madrid vermittelt mir etwas, was es seit 1,5 Jahren nicht vermittelt hat. Ich bin hellauf begeistert von dem Spiel. Ich bin hellauf begeistert von diesem Jahrhunderttor. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede, komme ich jetzt zur Einzelbewertung der Spiele. Ja, zunächst einmal entschuldigt, dass ich euch heute nicht meine Reaktion auf die Tore zeigen kann. Aber ich muss jetzt gleich mit meinem Sohn zum Fußball. Ich habe also jetzt noch nicht die Zeit, das zu schneiden. Nach dem Spiel werde ich das schneiden. Ich werde das auf meinem Instagram-Account und auf meinem TikTok-Account posten. Also ich blende euch mal ein, wie diese Accounts heißen. Da könnt ihr dann meine Reaktion sehen. YouTube erlaubt leider keine Shorts, die länger sind als 1,5 Minuten. Und meine Reaktion ist ein bisschen länger. Das weiß ich jetzt schon. Also, wie gesagt, ja, dazu noch einmal absolutes Danke an meinen Live-Chat gestern. Was da passiert ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Wir waren auf einmal über 1100 Leute, fast 1200 Leute im Chat. Das war Wahnsinn, was da passiert ist. Da ist alles explodiert. Also, wie gesagt, ich bin euch sehr, sehr dankbar und ja, mir fehlen die Worte. Kommen wir zu Thibaut Courtois. Thibaut Courtois hat gestern eine Wahnsinnsparade gemacht, die untergegangen ist, weil alles untergegangen ist nach dem Tor von Arda Güler. Wie ich letztens gesagt habe, Fede Valverde hat gegen Manchester City alles überstrahlt. Dieses Tor hat gestern auch alles überstrahlt. Also tolles Spiel von Thibaut Courtois. Rechts hinten Dani Carvajal hat mir gefallen. Das ist nicht mehr der Dani Carvajal, der nur mit 30% über den Platz läuft. Der war aggressiv, war in den Zweikämpfen drin, hat mir gefallen. Rüdiger und Dienhausen, beide Innenverteidiger haben getroffen. Also das gab es lange bei Real Madrid nicht mehr. Gute Nachrichten und hinten auch stabil. Dienhausen, das Spiel gegen City hat ihm sehr, sehr gut getan. Fran Garcia, ja, was soll ich sagen? Fran Garcia hat ein tolles Spiel gemacht. Ich kann es nicht glauben. Der war hinten stark, der war vorne stark. Der traut sich hier und da noch nicht zu. Der macht immer das Gleiche. Einmal erinnere ich mich, hätte den Ball nur in die Mitte auf Carvajal legen können, aber zieht zurück und spielt immer den Sicherheitspass. Also trotz alledem hat er ein gutes Spiel gemacht. Ja, Tchouaméni, der General. Tchouaméni macht, was Tchouaméni macht. Der dominiert das Mittelfeld. In der Luft, am Boden. Tchouaméni wird von Woche zu Woche stärker. Der ist auf dem Weg, eine Legende von Real Madrid zu werden. Ja, an seiner Seite Camavinga hat mir gefallen. Ein Thiago Pitarch hat mir tatsächlich gefallen. Nicht so sehr wie in den anderen Spielen, aber das ist absolut okay. Der Junge bringt Leben in die Mannschaft. Und wie gesagt, auch ein Camavinga, sehr schnell, sehr flexibel, tut ihm hoffentlich auch gut. Fede Valverde in der Woche seines Lebens, mir fehlen die Superlativen für diesen Mann. Starkes Spiel wieder einmal von Fede Valverde. Ja, und vorne wieder einmal Vini, wieder nicht seinen besten Abend erwischt, muss man sagen. Ja, hoffen wir mal, wenn Vini mal bei 100% ist, was die Mannschaft dann leisten kann. Ibrahim hat mir relativ gut gefallen, war lebendig, viele Zweikämpfe gewonnen, immer diesen Körper reinsetzen, rechts wie links kann der gehen, schwer zu verteidigen. Trotz alledem habe ich mich einmal sehr geärgert, das war in der 46. Minute, da stand es 2:0. Brahim setzt sich super durch, muss den Ball nur nach links spielen auf Vini und entscheidet sich, den Ball halb rechts in den Winkel zu versuchen zu schießen. Naja, auf der einen Seite kann man sagen, der hat ein gesundes Selbstvertrauen, aber da musst du abspielen. Ja, und erlaubt es mir, dass ich über die Einwechselspieler rede. Ein César Palacios. Jeder Ballkontakt von diesem Jungen war etwas Besonderes. Der hat mich an den Bewegungen an einen Luka Modric erinnert. Nicht der Rückpass, immer gewusst, wo steht mein Gegner hinter mir. Ich drehe mich nach da mit dem Ball, ich drehe mich nach da mit dem Ball. Einmal hat er den Ball über den Außenriss rutschen lassen auf den Mitspieler. Dieser César Palacios hat mir von allen Einwechselspielern
von dem Real Madrid Castilla am meisten gefallen. Und das geht so ein bisschen unter. Auch ein Yanez. Wie gesagt, ich habe gesagt, der Junge macht Spaß. Der Junge hat direkt eine gelbe Karte für den Gegner rausgeholt, hat das Tor vorbereitet. Ansonsten wollte er den Ball immer haben, ins Dribbling gegangen. Es gibt ein sehr schönes Video von seinem kleinen Bruder, der gestern geweint hat, als der über seinen Bruder geredet hat. Das schauen wir uns die Tage mit Sicherheit an, aber in diesem Video passt das leider nicht. Ja. Ja, Arda Güler. Ja, ich muss eine neue Sprache lernen. Tolles Spiel von Arda Güler. Wie gesagt, er war ein bisschen der Anführer dieser jungen Truppe. Diese Mannschaft hat sich auch nach dem 3:1 nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern macht dann das 4:1. Er macht es natürlich selber aus 68,5 Metern. Aber nicht nur das, wie er vorher den Ball verteilt hat. Wie gesagt, wie er die Bühne den Jungen überlassen hat. Ja, toll. Überragendes Spiel von diesem Jungen. Der ist auch noch ein Junge. Der ist gerade 21 geworden. Und was der für einen Hate kriegt, was man sogar für einen Hate kriegt, nur weil man über den redet, weil man den feiert. Ich hoffe, dass die ganzen Hater, die ganzen Leute jetzt endlich mal aufwachen und verstehen, warum ich seit 1,5 Jahren über diesen Jungen rede. Wir sind da vor etwas ganz Besonderem. Und das sagt nicht nur ich, das sagen Zahlen, Daten, Statistiken, das sagen solche Monumente, wie dieser Moment, den der uns gestern geschenkt hat. Ja, ich bin hellauf begeistert von Real Madrid. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dieses Madrid ist seit 1,5 Jahren das erste Mal, dass mir wieder etwas ganz Besonderes vermittelt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Was sagst du zu dem Tor von Arda Güler? Was sagst du zu Real Madrid Castilla, zu einem Arbeloa, der diesen Jungs wirklich vertraut? Hast du auch diesen Eindruck wie ich, dass wir dabei sind, während etwas Besonderes passiert? Oder sagst du, Mario, es ist nur Elche, übertreib nicht? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teile dieses Video, hypen. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, drück drauf. Ja, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Meine Reaktion, wie gesagt, auf Instagram und TikTok. Also, ansonsten, bis morgen. A la Marie!